Frau Klemm hat 35 Jahre als Pressefotografin bei der FAZ gearbeitet, war vorher schon freie Mitarbeiterin, auch bei anderen Blättern. Ja. Also Sie haben viele Jahre gearbeitet und die wichtigsten politischen Ereignisse der 70er, 80er, 90er Jahre bis zu Ihrem Ruhestand 2005 in dieser Funktion dokumentiert, beginnend mit den Studentenprotesten in Frankfurt, Ihre Wahlheimat, immer wieder aber auch Straßenszenen aus der Heimatstadt oder der zweiten Heimatstadt, auch Straßenszenen, Alltagsszenen bei Reisen, die Sie gemacht haben. Ich vermute auch zum Teil im Auftrag der FAZ. Also ich habe ab 70 einen festen Vertrag gehabt als Fotografin für Politik und Feuilleton. Und alle Reisen und alles, was ich gemacht habe, war im Auftrag für die FAZ. Das berühmteste Bild von Brezhnev, das war mein erster großer Auftritt bei einem großen politischen Ereignis in Bonn. Und ich wusste nicht, dass man Poolkarten braucht, um überhaupt dann an eines dieser Orte zu kommen, um Bilder machen zu können. Das war mir nicht bewusst. Und es kriegten natürlich die Poolkarten die Leute, die bekannt waren und die ein großes, entweder das Magazin Stern oder Süddeutsche oder was, also die großen Zeitungen, aber mich kannte kein Mensch und ich habe dann nur eine Karte gehabt für das Treffen vom Außenminister Scheel mit dem Brezhnev zusammen. Und da habe ich durch einen kleinen Wink gesagt bekommen und das habe ich probiert und dann war ich in diesem Innersten. Und das war so unglaublich, weil kein Kamerateam dabei war. Also die Kameras, wenn Kamerateams da sind, sind die Politiker schon nochmal sehr sich bewusst, dass sie aufgenommen werden und dass man also sie bringt. Aber wir waren nur 5 Fotografen und sie hatten uns vergessen und das war so ein Moment, in dem man wirklich eine Gesprächssituation festhalten kann. Ich habe nie die ganzen 35 Jahre nie geblitzt. Manchmal habe ich manches auch nicht gekriegt. Ja. Weil es dann wirklich zu dunkel war. Ja. Da beneide ich zum Beispiel jetzt die also bei der digitalen Möglichkeit, mit wie wenig Licht man dann noch arbeiten kann. Also das ist, ich habe den 400er Kodak-Film auf 800 gepusht, das war's. Das ist ein Problem, ja. Aber dadurch habe ich aber manche Sachen gemacht, die ich sonst nicht hätte machen können. Der Heinrich Böll so auf so einem Stühlchen sitzt und sozusagen die Jünger um ihn herum, also und zu den Jüngern gehörte Lafontaine, der damals Ministerpräsident war. Und es ist drauf zu sehen Petra Kelly und der Bastian, also die sich beide ja dann umgebracht haben. Und da stand ich davor, das war morgens 5:45 Uhr, als der Krieg 1939 ausbrach, haben die sich vor dem Muttlanden, vor dem amerikanischen Raketenstationierungslager versammelt und da war es noch so dunkel, dass es nicht zu machen war. Und da rettete mich das Fernsehen, in dem einer kam und gefilmt hat und die hatten eine Handleuchte. Und dadurch ist diese wunderbare Szene entstanden, wo man im Hintergrund verwischt noch so die Studenten oder Demonstranten sieht und vorne die wichtigsten Personen. Aber das ist enorm schwer zu vergrößern, weil das Licht sehr hart war und ich sehr lange das Gesicht von Heinrich Böll nachbelichten muss, also beim Vergrößern. Und dass man da nicht die Konturen und so sieht. Also das ist dann, ich habe oft gesagt in der Dunkelkammer, das ist der zweite Prozess zu einem guten Bild. Man hat ja sonst immer gesagt, die armen Frauen sind immer benachteiligt. Ich würde sagen, in meinem Beruf, also als Fotografin, habe ich eher davon profitiert. Weil mich auch auf meinen ganzen Reisen in den Ostblockländern, ich bin sehr früh gereist, 70 nach Polen, 72 nach Rumänien, 78 nach Russland, von Moskau nach Kiew mit dem Auto, alles nicht sehr leicht, alles schwierige Reisen. Aber die Leute haben von mir keine Angst gehabt. Ich habe dann eine etwas größere weiche Tasche gehabt und eine Kamera in der Hand und bin geschlendert wie ein Tourist und das hat dadurch habe ich keine Schwierigkeiten oder fast selten Schwierigkeiten bekommen.
Natürlich, der Dolmetscher war gleichzeitig der Aufpasser in Polen wie in der Sowjetunion. Und da muss man auch da versuchen, etwas auszutricksen. Da bin ich eben morgens vor dem Frühstück schon auf der Straße gewesen, in Liegnitz, und habe da meine Aufnahmen gemacht, die ich nie in Anwesenheit dieses Aufpassers hätte machen können. Auf dem Markt und das Pferdefuhrwerk mit so 3 Generationen drauf, mit einem Pferdchen und so. Solche Geschichten. Es waren wirklich traurige. Da habe ich den Osten eigentlich, ja, da habe ich immer ein Herz für diese Länder gehabt, weil es war ein Stück Nachkriegszeit, wie sie bei uns enorm schnell vergessen war, da die Amerikaner uns sehr geholfen haben. Und es machte einem wirklich ein Problem zu sehen, wie wir haben den Krieg gebracht und wie schlecht es ihnen ging und wie die das ausbaden mussten. Und dabei von einer ungemeinen Freundlichkeit waren und Großzügigkeit, wenn man mit ihnen irgendwie etwas in Kontakt gekommen ist. Das hat mich sehr beeindruckt und deswegen habe ich diese Länder eigentlich auch, bin ich da ganz gerne gereist. Am Anfang habe ich immer gedacht, oh ja, es ist alles so mühsam. Aber von den Menschen her war es für mich eine große Bereicherung. Ich habe nie geglaubt, dass die Mauer in meinem Leben fallen würde. Nie. Dass das eine Möglichkeit gäbe dafür. Deswegen war ich so unglaublich froh, dass ich im Land war, als es passierte und morgens sofort in die erste Maschine nach Berlin geflogen bin und dann da gearbeitet habe. Und zwar so gearbeitet, das fand ich auch etwas, was ich gelernt habe in den langen Jahren, dass man sich als Fotograf zurücknehmen muss und beobachten muss und dann also nicht nur so drauf zu ballern, sondern zu gucken, wo sind wirklich Szenen, wo es sich verdichtet und was dann eben danach noch eine Wertung hat oder noch Bestand hat. Ohne Glück geht es bei dem Beruf sowieso nicht. Und wenn es nur das Glück ist, dass man da steht und wartet und denkt, dreht er sich jetzt rum oder dreht er sich nicht rum? Und er dreht sich manchmal rum, aber ich dachte das auch nicht. Aber ich meine, das bisschen, also man muss einfach schon, aber dem Glück muss man Vorschub leisten. Ich bedauere alle, die jetzt, also ich habe ja ganz viel auf der Straße gemacht und habe die Leute nie gefragt. Also für mich war immer so ein Reiz, wenn es Situationen gab, wo man dachte, das ist wie eine Inszenierung, als würden da die von einem Regisseur hingestellt, wenn es so Sachen gab. Das fand ich immer toll. Das geht heute nicht mehr. Ich finde es ungeheuerlich, wie die Leute empfindlich geworden sind, obwohl sie alles ins Netz stellen. Bilder ins Netz stellen, die ich mich nie getrauen würde zu fotografieren. Also es ist schon sehr wichtig und dass man manchmal mit seinem eigenen Werk auch von außen jemand drauf guckt, der einen anderen Blick hat und Dinge entdeckt, die man selber vielleicht gar nicht so gesehen hat. Also erstens mal habe ich für mich gedacht, ich möchte gerne eben die Porträtfotografie schon versuchen weiterzumachen. Also was ich im Porträtatelier, obwohl das gar nicht vergleichbar ist, weil man da ja jemanden setzt und das Licht setzt und eigentlich sehr statisch arbeitet. Und ich habe damals noch mit den großen Plattenkameras gelernt, das zu machen. Und dann über einen Blasebalg und da gucken Sie mal nett. Und so. Also da ist nicht viel Variation drin. Und trotzdem habe ich gesagt, das ist für mich ist eine ganz andere Art ans Fotografieren, oder zu fotografieren. Man muss einen Zugang finden zu demjenigen, den man fotografiert. Auch da ist es ganz wichtig, vorher zu wissen, mit wem man es zu tun hat.
Ich habe sehr schnell gelernt, dass ich alleine hin muss und nicht zusammen mit dem Redakteur, was sehr viel einfacher wäre, weil derjenige dann abgelenkt ist, den man porträtieren möchte und sich unterhält mit ihnen, die sich den Bericht schreiben. Aber den Bildern hat hinterher was gefehlt. Und das war die Auseinandersetzung mit mir. Und wenn er sich mit mir auseinandersetzt, setzt er sich mit dem Betrachter auseinander, der hinterher das Porträt anguckt. Und dann habe ich das auf mich genommen, das alleine zu machen. Und das bedeutet, dass man sprechen, also Zugang finden, man muss sich unterhalten und muss dann eben plötzlich mal die Kamera hochnehmen und fotografieren. Und das ist eine enorme Anstrengung. Und man selber muss sich ganz zurücknehmen, um demjenigen, den man vor sich hat, sozusagen ein Gefühl des sich Wohlfühlens zu geben, dass er nicht eben für einen Moment gepackt wird, der unangenehm ist oder der nicht passt. Es war Golo Mann, der gar keine Lust hatte, dass ich ihn fotografiere, was man sehr schnell gemerkt hat. Er hatte auch eine Jacke an, die nicht sehr vorteilhaft war, aber ich habe mich ja angemeldet gehabt und wenn dann weiß jemand, dass er fotografiert, dass ich komme, ihn fotografiere, dann denke ich kann ihm nicht sagen, das ist nicht so ganz vielleicht gut. Gut, das war das eine, dann bin ich mit ihm raus ins Freie, war alles nicht so. Und dann habe ich ihn gebeten, an den Tisch von seinem Vater, an den Schreibtisch sich zu setzen. Das hat er ungern gemacht, aber er hat es gemacht und hat mir einmal einen Blick dazu geworfen. Da habe ich zweimal drauf gedrückt. Da habe ich gesagt, Herr Mann, vielen Dank, ich hab's. Und das war nach einer halben Stunde. Und dann bin ich gegangen und das war der Blick, da habe ich plötzlich gedacht, das ist Thomas Mann. Ich hatte ihn verloren. Ich schwirrte durch diese Anlagen herum und fand nicht den Krass. Dann fand ich einen Kollegen und habe gesagt, wo ist der Krass? Dann hat er gesagt, hast du ihn nicht? Nein, habe ich gesagt, ich habe ihn nicht. Dann habe ich gesagt, guck mal da hinten hin. Und dann fing er gerade noch mal, vorher hat er, glaube ich, mit seiner Frau getanzt, fing er noch mal an zu tanzen mit seiner Tochter. Und das ist dann mit der Leica gemacht, mit dem 30. Also da muss man dann gucken, dass man den Moment kriegt, wo es dann gerade mal ruhig ist und nicht alles verwackelt. Also da war ich dann glücklich, dass ich das dann doch noch geschafft habe.